Wenn du eine Backpacking-Reise nach Indonesien planst, dann stehen die Gili Islands wahrscheinlich weit oben auf deiner Bucketlist. Aber wir haben dazu eine unbekanntere Alternative, und zwar die Secret Gilis. Viel Spaß im Video! Unsere Erkundungstour hier auf der indonesischen Insel Lombok geht weiter. Nachdem wir jetzt ein paar Tage hier am Selong Belanak Beach zum Surfen waren, geht es für uns als nächstes auf die Secret Gilis. Aber was sind denn jetzt die Gilis oder die Secret Gilis? Also es gibt 3 relativ bekannte Gili-Inseln, und zwar Gili Air, Gili Meno und Gili Trawangan. Die liegen im Nordwesten von Lombok und da gehen auch viele Touristen hin, die beispielsweise eine Tour dahin buchen von Bali aus. Aber weiter im Süden von Lombok gibt es auch ein paar vorgelagerte Inseln und die werden die Secret Gilis genannt. Es gibt von den größeren Orten auf Lombok, zum Beispiel von Kuta oder Senggigi aus, Touren, die man auf die Secret Gilis machen kann. Wir machen das Ganze aber auf eigene Faust. Dafür müssen wir jetzt aber als allererstes mal schauen, ob wir alle Sachen, die wir dabei haben, auf nur einen Roller bekommen. Also ich glaube, es passt alles. Wenn wir in Indonesien eins gelernt haben, dann man kann auf dem Roller umziehen. Von daher sollen wir jetzt hier mit 3 Rucksäcken und einer Tasche kein Problem haben. Liegen so ungefähr 1,5 Stunden Fahrt vor uns. Let's go! Wir kämpfen uns hier die Berge hoch. Unser Roller ist nicht unbedingt der stärkste, so bei knapp 30 km/h. Aber es geht, und die Aussicht hier auf Lombok, ich glaube, hinter uns sieht man jetzt, glaube ich, vielleicht ein bisschen das Meer. Ist schon schön, die Strecke, muss ich sagen. Macht Spaß, hier zu fahren. Oh Gott, wie süß! Ja, hallo, wer bist denn du? Parking area. Hallo, selamat siang. Hello. Let me show you room. Oh, thank you. Where you guys from? You speak Indonesian very well. Terima kasih. Europe. Oh, it's beautiful here. Wow, really, really nice. Thank you so much. Sama-sama. Hallo. Sieht schön aus hier, gell? Nicht schlecht, nicht schlecht. Also die Unterkünfte bisher auf Lombok, muss ich sagen, eine schöner als die andere. Alle mega und alle mit Pool und immer so richtig schön im Außenbereich. Also wir sind hier im Crystal Garden. Ich glaube, wir zahlen jetzt 24 € pro Nacht, aber inklusive Frühstück. Und ja, ist halt ein mega guter Ausgangsort, um diese Touren dann zu machen. Ja, und hier, man sieht das ein bisschen an dem Haus oder auch an der Dekoration, sage ich mal, dass das hier, auch wenn Lombok überwiegend eine muslimische Insel ist, dass hier auf jeden Fall einen balinesischen, hinduistischen Stil hat. Ja, das stimmt. Sieht richtig schön aus, ne? Jetzt wird es mal Zeit für ein bisschen was zu essen. Oh ja. Wir haben hier in der Karte alles gefunden, wonach wir suchen. Nicht nur Mio Nasi Goreng, sondern vor allem auch die Touren, die wir hier machen können. Und grundsätzlich ist es so, dass die Secret Gilis ein bisschen aufgeteilt sind in die östlichen Inseln. Hier in der Area sind wir gerade, und die weiter westlich gelegenen Inseln. Das ist ein bisschen weiter weg. Die Inseln da sind aber größer und es gibt auch ein paar mehr. Aber wir machen eine Tour hier und können schon mal eins sagen, ist auf jeden Fall deutlich günstiger, wenn man es hier macht, als wenn man es beispielsweise in Kuta oder Senggigi bucht. In erster Linie sind diese Touren Schnorchelausflüge. Also es soll eine richtig schöne Unterwasserwelt geben und das Equipment ist dann auch mit dabei. Aber ich bin mir sicher, dass wir auch richtig schöne Strände sehen werden. Jetzt lassen wir es uns gleich aber erstmal hier schmecken und genießen dann noch ein bisschen den Nachmittag in der Unterkunft, werden sicherlich auch noch mal in den Pool hüpfen und dann sehen wir uns morgen früh um 9 Uhr wieder. Enjoy your day, your Okay. trip. Very much. Don't be hurry, yeah? Take your time. Yes, Okay. Plan, Plan. Plan, yeah. Los geht's. 3 Inseln stehen auf dem Programm. Das Ganze kostet 11 € pro Person und wir sind alleine. Das ist also eine private Tour. Ziemlich cool. Und jetzt geht's los.
Welcome to Gili Nangu. Ja, das Coole ist, dass, glaube ich, fast noch niemand hier ist. Also wir haben ein anderes Boot gesehen bisher. Und das ist natürlich so ein bisschen der Vorteil, wenn man die Touren direkt hier startet, weil man ist viel früher da als die Touren, die aus Kuta oder Senggigi kommen. Und wir sind jetzt, glaube ich, so um 7:45 losgegangen. Also wer will, der kann auch noch früher aufstehen und ist dann für eine noch längere Zeit alleine hier. Und ich glaube, die Insel ist vor allem bekannt zum Schnorcheln. Schauen wir mal. Erster Stopp, Gili Nangu, abgehakt. Sehr nice, schöne Unterwasserwelt, auch wenn sich da unser Wissen mehr oder weniger auf Findet Nemo beschränkt oder daher kommt. Traurig, aber wahr. Aber wir haben so Anemonenfische gesehen, auch wenn es keine Clownfische waren. Und Kahn. Seesterne und Kahns. Also von daher war es schon ein cooler Stopp. Und jetzt geht es weiter zur nächsten Insel. Welcome to Gili Kedis. Hier eine kleine Mini-Insel mit ein paar Bäumen drauf. Wir sind nicht ganz alleine da. Es sind so vielleicht, ja, würde ich sagen, 10 indonesische Touristen hier oder Locals. Sehr nice auf jeden Fall. Perfekter Spot, um die Drohne auszupacken. Hier kann man auch schnorcheln. Sehr nice. Kokosnuss gibt es heute nicht mehr, gibt nur noch Bier. Aber das dir schmecken hat, glaube ich, 4 Euro gekostet. Oh shit. Teilen wir eins? Ja. So, Bintang ist leer. Die nächste Insel ist in Aussicht, aber bevor es dahin geht, würden wir uns freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Das hilft unserem Kanal immer weiter. Und falls ihr mehr Vlogs sehen wollt, hier aus Indonesien oder ganz vielen anderen Ländern aus der Welt, Mittelamerika, Südamerika oder Länderguides, alles rund ums Thema Weltreise, dann abonniert diesen Kanal und wir sehen uns gleich wieder hier drüben. Es war eine kurze Überfahrt. Jetzt sind wir auf Gili Sudak, der letzte Stopp. Und bisher ist es wirklich richtig nice. Ich meine, schaut euch mal das Wasser an. Richtig schön blau, die Strände weiß. Also sehr nice. Wir freuen uns jetzt auf Gili Sudak, erkunden ein bisschen die Insel und dann essen wir was hier. Enjoy your fresh coconut. Thank you so much. Terima kasih. Sama-sama. Das passt halt so richtig gut, ne? Zu so einer Insel. That is far. That's right. Wir lassen es uns hier jetzt schmecken und haben auch gerade mit einem Paar gesprochen, die gesagt haben, sie haben eine Schildkröte hier gesehen. Man kann hier nämlich auch schnorcheln. Falls wir noch mal reingehen und sie sehen, dann blenden wir es jetzt ein. Falls nicht, dann machen wir uns bald auf den Rückweg, chillen hier einfach noch ein bisschen und dann suchen wir uns mal ein schönes Plätzchen, um ein Fazit von dieser sehr schönen Tour zu ziehen. Hier ab. Das war nochmal der Beweis dafür, dass das hier ein Hindu-Dorf ist. Ein kleines, wie er gesagt hat. Aber da war einiges los gewesen. Also es ist eine große Zeremonie. Es kommen immer mehr Leute hier. Aber wir fahren mal zum Sunset, mal schauen, wie es aussieht, wenn wir zurückfahren. Aber ja, das ist so ganz oft so kleine Orte, so voll von Leben. So cool. Hallo. So schön einfach hier.
sind jetzt nochmal so 10 Minuten mit dem Roller hier zum Elak Beach gefahren, weil man hier einen schönen Blick auf den Sunset haben soll, den man, glaube ich, hat. Die Sonne ist am Horizont verschwunden, traumhaft schöner Sunset. Wir sehen sogar hier die Silhouette des Agung-Vulkans auf Bali. Also was für ein Panorama. Der Muezzin ruft leise im Hintergrund. Indonesien in a nutshell. Ja, und voll der schöne Abschluss für einen sehr schönen Tag. Also die Tour hat uns richtig gut gefallen. Ich denke, ihr habt es gesehen. Das war wirklich richtig, richtig schön. Und vor allem zu keinem Zeitpunkt überlaufen. Also es war mega ruhig. Wir haben ja sogar noch 2 Inseln extra miteinander getauscht, weil wir dachten, dann ist da vielleicht weniger los. Das war überhaupt nicht notwendig. Es ist nicht voll geworden. Wir sind ja auch schon früh heute Morgen gestartet. Aber auch später kamen nicht mehr sonderlich viele Touren an. Also es war wirklich sehr, sehr entspannt. Man hat sich jetzt nie irgendwie gedacht, okay, da kommt noch ein Boot schnell weiter oder so. Sondern es war ziemlich ruhig und richtig, richtig schön. Wir waren jetzt auch am Ende der Hauptreisezeit da, also Anfang September. Es sind wahrscheinlich mehr Leute im Juli und August da, das wurde uns auch gesagt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie so super krass voll wird. Aber was man jetzt auch am Ende der Trockenzeit gesehen hat, ist, dass es ein bisschen dürr ist. Also es sind jetzt nicht diese traumhaften Strände, wie man sie aus Thailand kennt, die so mit Palmen gesäumt sind. Ihr habt das auf Gili Kedis, dieser kleinen Insel auf der Drone, wahrscheinlich gut gesehen. Da stehen so 2, 3 halbgrüne Büsche drauf. Also wenn man wahrscheinlich am Anfang der Trockenzeit hier ist es noch alles ein bisschen grüner und wahrscheinlich noch viel schöner. Und ein Thema, um das man bei solchen Inseln auch nie so drum rumkommt, ist das Thema Müll. Wir hatten es im letzten Video bei Kuta Lombok schon gehabt. Aber wir müssen sagen, war deutlich besser als erwartet. Also diese kleinen Inseln, da muss man auch immer so 5000 Rupien Eintritt zahlen pro Person. Das ist so eine Cleaning-Fee. Und die Strände, an denen wir waren, waren alle sauber. Also das war wirklich ordentlich. Aber wenn man da mal so ein bisschen hinter das Restaurant oder auf die andere Seite der Insel ein bisschen in die Büsche geschaut hat, da hat man schon was gesehen. Aber ist jetzt nichts, was die Tour negativ beeinflusst hat. Wir haben uns jetzt ja für die 3 östlichen Secret Gilis entschieden. Es gibt aber verschiedene Touren, die man machen kann. Eben auch zu den westlichen Gilis oder auch zum Sonnenuntergang eine Tour oder sogar mit Übernachtung. Also da gibt es viele verschiedene Angebote. Da könnt ihr einfach mal schauen, was für euch das Richtige ist. Wir würden es auf jeden Fall empfehlen, von hier aus zu starten, wie wir es auch gemacht haben. Weil man hat einfach den Vorteil, dass man ein bisschen früher los kann. Man muss nicht erst eine Stunde oder 1,5 aus Kuta oder Senggigi oder so hierher fahren. Das macht das Ganze ein bisschen entspannter. Die Unterkunft können wir sowieso ultra krass weiterempfehlen. Die war so schön gewesen. Und grundsätzlich, das ist was für jeden, der, sage ich mal, was sehen will, off the beaten path. Also es ist jetzt kein Geheimtipps, würde ich jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich deutlich weniger bekannt als die 3 bekannteren Gili-Inseln. Wer gerne schnorchelt, wer gerne so ein bisschen auf dem Boot rumsitzt, da durch die Gegend fährt, an Stränden chillt und so weiter. Also für den ist es auf jeden Fall das Richtige. Uns hat es richtig gut gefallen. Und als nächstes geht es dann nach Tete Batu, das U-Boot von Lombok. Bin ich auch mal drauf gespannt. Sehen wir uns am nächsten Samstag wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ich sehe nichts. Ich sitze hinter dir. Ich sehe deinen Helm. Das ist ein Scherz. Wir haben doch dafür das iPhone. Hör doch auf, geh mal reisen. Die sagen immer, wenn du die Kamera nicht kriegst, weiter ist das iPhone 14 Pro eine super Alternative. Ja, aber ich habe die Kamera drauf. Schlecht, oder? Als ob du mich jetzt hörst. Viel Spaß und wieder erster Scheiße.